In unserem Alltag auf der Erde erkennen wir so manche große Dimensionen, etwa Raum und Zeit, nicht. Ständig bewegen wir uns in ihnen, doch wir nehmen sie mit unseren Sinnen, unserem Verstand nur sehr einseitig wahr, obwohl in Wahrheit so viele Facetten existieren, die wir in dieser Dokumentation aufzuschlüsseln versuchen. Warum fällt eigentlich ein Apfel vom Baum? Newton stellte sich diese scheinbar banale Frage, die jedes Kind zu stellen vermag. Er kam mathematisch zum Ergebnis, dass eine Gravitation, also eine Erdanziehung, auf diesen Körper wirken musste. Diese Gravitation setzt sich einerseits aus der Masse des Apfels oder allgemein eines Objekts zusammen und andererseits aus dem sogenannten Ortsfaktor, der für die Beschleunigung dieses Körpers zuständig ist. Mathematisch ergibt sich dann folgende Beziehung: Fg gleich m mal g. Hierbei ist Fg die Gravitation und g der sogenannte Ortsfaktor. Also es bedeutet, dieser Körper beschleunigt sich mit 9,81 Meter die Sekunde. Er wird also jedes Mal ein wenig schneller pro Sekunde. Dabei war für Newton der Raum, in dem sich eben diese physikalischen Phänomene abspielen, als ein gleichbleibendes Bühnenbild zu verstehen, statisch und passiv, ohne wirklich mitzuspielen. Alles schien perfekt aufzugehen. Man konnte beobachten, beschreiben, die klassische Physik blühte auf. Doch plötzlich kam ein junger Physiker, Albert Einstein, der die Physik, wie man sie damals kannte, komplett auf den Kopf stellen sollte. Denn Einstein machte die revolutionäre Aussage: Der Raum in kosmologischer Dimension verhält sich nicht konstant. Das gilt sogar für die Zeit. Das würde aber bedeuten, dass ein Meter nicht immer ein Meter und eine Sekunde, Minute, Stunde verschieden sein kann. Wieso kann man sich dann den Raum, wie es Newton getan hatte, tatsächlich nicht als eine statische Bühne, in der sich physikalische Ereignisse abspielen, vorstellen? Doch, das können Sie schon. Das können Sie schon, und das ist für unsere Erfahrungswelt, die tägliche Erfahrungswelt, ist das eine ganz vernünftige Vorstellung. Sie funktioniert nicht mehr, wenn Sie in den Kosmos hinausgehen, wenn Sie ins Universum, in die Größe hinausgehen, dann stimmt es nicht mehr. Dann dürfen Sie Raum und Zeit nicht losgelöst von der Materie betrachten, die drin ist. Doch wie kam Einstein überhaupt zu dieser ja sehr gewagten Behauptung? Damals stellten Physiker zum ersten Mal fest, dass sich das Licht, also Lichtphotonen, mit gleicher Geschwindigkeit ausbreiteten. Dies widersprach komplett den Gesetzen der klassischen Physik. In dieser ist die Geschwindigkeit eines jeden Objekts verschieden. Die Erde zum Beispiel, sie kreist um die Sonne. Jetzt habe ich einen entfernten Stern, Licht kommt von diesem Stern und ich kann die Lichtgeschwindigkeit messen, wenn ich zum Beispiel Richtung Stern fahre. Und dann würde ich doch erwarten, dass sich meine Geschwindigkeit zu jener des Lichtes, das vom Stern kommt, addieren. Also haben wir Lichtgeschwindigkeit vom Stern her plus meine Geschwindigkeit der umlaufenden Erde. Das wäre dann größer als die Lichtgeschwindigkeit allein. Ein Radfahrer kann logischerweise schneller oder langsamer fahren. Er ist an keine Geschwindigkeit gebunden. Wenn der Radfahrer nun in der Nacht mit einem Lämpchen unterwegs ist, so müsste sich also die Geschwindigkeit des Radfahrers mit derjenigen des Lichts addieren. Wenn man mit einer Rolltreppe nach oben gelangt und man dann zusätzlich auf dieser Rolltreppe läuft, so ist es doch für jeder Mann und jede Frau logisch, dass sich die Geschwindigkeiten addieren. Das Lämpchen müsste demnach mit einer Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten. Doch anhand von vielen Experimenten erkannte man, dass dies nicht der Fall ist. Also wie kann dieser Widerspruch aufgelöst werden? Die Geschwindigkeit, ganz allgemein definiert, ist durch das Verhältnis von Weg durch Zeit. Die Geschwindigkeit nimmt also zu, wenn der Weg im Raum größer wird und die Zeit kleiner wird oder gleich bleibt. Das heißt, dass die Geschwindigkeit variabel ist und Raum und Zeit gleichbleibende Größen sind. Ist aber nun die Geschwindigkeit der Lichtphotonen immer gleich, so muss gelten 300.000 Kilometer die Sekunde gleich Raum durch Zeit. Ja, das ist ja dann Einsteins Theorie, das sagt so,
Das Experiment, die Beobachtung sagt mir, die Lichtgeschwindigkeit bleibt immer dieselbe. Also muss in meiner Theorie die Lichtgeschwindigkeit als Konstante gehandelt werden. Und dann werden sich entsprechend Zeit und Raum einstellen müssen. Und deshalb ist auch Raum und Zeit, das sind keine Naturkonstanten. Somit muss zwingend Raum und Zeit variabel sein, also veränderbar sein. Das bedeutet, dass Raum und Zeit keine Naturkonstanten sein können. Wenn eine Raumveränderung stattfindet, so spricht man automatisch von einer Raumkrümmung. Da das Licht bzw. Lichtphotonen sich wie alle anderen Objekte im Raum fortbewegt, wird also automatisch auch die Richtung bzw. Biegung des Lichtes verändert. Doch wann findet überhaupt eine solche Raumkrümmung statt? Um sich dies einigermaßen vorstellen zu können, zeigen wir folgendes Gedankenexperiment. Stellen wir uns den Raum als eine Ebene vor, zweidimensional. Lassen wir nun eine Kugel über dieses Tuch, die Ebene darstellend, rollen, so erkennen wir eine Veränderung des Tuches, und unter einer solchen Veränderung können wir uns eine Raumkrümmung vorstellen. Die Raumkrümmung findet nur statt, wo jeweils die Kugel vorhanden ist. Demnach entsteht nur unter Einwirkung der Materie Raum. Ähnlich wirken Himmelskörper im Universum. Sie sind die Verursacher der Raumkrümmung. Aufgrund dieser Raumkrümmung entstehen auch andere physikalische Phänomene, wie zum Beispiel die Gravitation. Demnach wäre die Melone die Erde und die Kugel der Mond. Bis dahin bestätigten jedoch nur Hinweise und Annahmen den gezeigten Sachverhalt. Den endgültigen Beweis lieferte Albert Einstein im Jahre 1919 anhand einer Sonnenfinsternis. Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube es war 1919, mit der Sonnenfinsternis gezeigt, dass das Licht, das von einem Stern auf mich zukommt, im geraden Weg, dass wenn die Sonne sich langsam in die Nähe dieses Lichtstrahls schiebt, dass sie dann fähig ist, den Lichtstrahl aus seiner geraden Bahn abzulenken. Und man spricht dann davon, der Raum wird verändert, die Struktur des Raumes ändert sich. Über eine Nacht hinweg kann man die Konstellation der Sterne beobachten. Wenn die Sonne zwischen der Erde und den dahinterliegenden Sternen ist, kann man das Licht der Sterne nicht sehen, da dieses vom helleren Licht der Sonne überstrahlt wird. Bei einer Sonnenfinsternis hat man nun die einmalige Gelegenheit, die Konstellation der Sterne trotz der Sonne, die dazwischen liegt, zu beobachten. Diese war von der ursprünglichen Position verschieden. Somit war die Raumkrümmung definitiv bewiesen, da in irgendeiner Form die Masse der Sonne wirken musste. Somit stand fest, Einsteins Theorie war bewiesen und Newton lag falsch.